Hallihallo, hallöle, lang ist es her und es wird mal langsam wieder Zeit für Top 6 schreckliche Kreaturen, die auf Kamera eingefangen wurden. Los geht's. In Search of the Tribe ist ein YouTube-Kanal, der von Dr. Devin Adams betrieben wird. Einem pensionierten Anthropologen, der es sich mit seinem Kanal zur Aufgabe gemacht hat, einen verloren geglaubten Stamm an der Westküste der USA zu erforschen. Okay. Nach den Aussagen von Dr. Adams sollen während des Zweiten Weltkriegs Hunderte von Patienten aus verschiedenen Sanatorien in der Wildnis von Kalifornien ausgesetzt worden sein. Und der Wissenschaftler ist der felsenfesten Überzeugung, dass einige dieser Patienten noch bis heute, also gut 70 Jahre später, überlebt haben und sich ihre Nachkommen immer noch in dieser abgelegenen Region aufhalten. What the fuck? Asylum-Gänger, die abgehauen sind, haben einen Stamm gegründet. Und haben sich die ganze Zeit vermehrt und keinen hat's gejuckt, oder was? Okay, das ist krass. Aber ich frage mich jetzt nochmal eine Sache. Wieso heißt das Video Top 6 schreckliche Kreaturen und eben stand da 7 im Video selber? Hm. Und auch wenn sein Vorhaben für viel Kritik und Gelächter sorgt, lässt sich Dr. Adams nicht davon abbringen und untersucht das Gebiet rund um Mount Shasta im Norden Kaliforniens. Ey, das klingt nach so einem richtig geilen Found-Footage-Horrorfilm. Einige Tage lang erforscht er ein altes vulkanisches Tunnelsystem und stellt in der Umgebung Trailcams auf, die nachts das Areal filmen sollen. Und tatsächlich wird am 7. Tag etwas von einer Kamera eingefangen, das mir beim ersten Mal, als ich das Video gesehen habe, das Blut in den Adern gefrieren ließ. What the fuck? Vor der Trailcam taucht plötzlich eine äußerst grotesk aussehende Gestalt auf. Es sieht so aus, als hätte diese Gestalt verbrannte Haut und ganz ehrlich, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich die Augen beschreiben soll. Das klingt jetzt immer mehr nach einem Found-Footage-Horrorfilm. Die Gestalt jedenfalls nimmt die Kamera an sich und scheint damit davon zu rennen. Diese Aufnahmen geben mir ganz üble Vibes. Aha. Und ich denke, jeder, der die Filme The Hills Have Eyes oder Wrong Turn gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Ob es sich hier aber tatsächlich um einen Nachkommen der Patienten aus einem der Sanatorien handelt, ist natürlich unklar. Was zur Der Hölle? Doktor jedenfalls sollte diesen Ort schnellstmöglich verlassen. Oder er hat gemerkt, dass er hier einem Blindgänger auf der Spur ist und hat sich selbst in ein Kostüm geworfen, um seine Zuschauerschaft bei Laune zu halten. Das kann auch sein, klar. Egal, was hier stimmen mag. Fakt ist, diese Aufnahmen sind äußerst verstörend. Jetzt ist halt die Frage, war er das wirklich? Weil wenn ja, übel geile Maske und wenn nicht, was zur Hölle ist das? Was ist da aus diesem Sanatorium ausgebrochen? Also, warum sieht ein Mensch so aus? Was geht da ab? Ist es wirklich so, dass da ein Stamm angeblich lebt? Dann ist das fucking nochmal krank. Facebook-Userin Marie-Louise Montero postete vor einiger Zeit ein Video, in dem etwas eingefangen wurde, das bisher niemand rational erklären konnte. Der Vater von Marie-Louise arbeitet als Kameramann bei einem TV-Sender auf einer Insel, die sich Aruba nennt. Aruba befindet sich 25 Kilometer nördlich der Küste von Venezuela und gehört zum Niederländischen Königreich. In besagtem Clip befindet sich die Filmcrew in einer Höhle, um einen Mann zu interviewen, der 100 Tage in genau dieser Höhle lebte, um einen Weltrekord zu brechen. Was? Als sie dann gerade dabei sind, tiefer in das System vorzudringen und darüber sprechen, wie viele Menschen hier schon ums Leben gekommen sind, wird etwas gefilmt, das im ersten Moment niemand bemerkt. Erst als die Crew das Filmmaterial im Studio sichtete, bemerkten sie, dass sich außer ihnen noch etwas anderes in dieser Höhle befand. Weißt du, jetzt setze ich mich extra oben hin, ja, weil der Untertitel meistens unten ist, ja, um euch das zu erleichtern, nicht irgendwelche Wörter dazu zu dichten, die vor meiner Kamera sind.
Und jetzt ballert er so oben hin. Das kann doch nicht wahr sein. Na, okay, gut, es ging eigentlich jetzt nur darum, dass da stand, er kann diese Sprache nicht übersetzen. Ja, also, ihr habt nichts verpasst. Venezuela, Colômbia, Itália, França, 150 para 3 amori. Anche 3 amori, ótimo sistema aqui não, né? Tem aqui para ótimo sistema. Allora, 150 di 3 amori, tutte awe, sowieso, dat weer aqui bom. Anto é trajadona, a ser a cabeça, na maneira única, isso aqui, a amiga de Itália, a outra de Canadá, a outra de América, ninguém nos pode dedicar aqui que bom. Anto para você seguir, você não tem de leu eficaz para ganhar a placa. É que pensando para cobrar 2,50 para luna. Anto, na desdiga, bandeira, hen aqui não. Die Sprache klingt aber auch verwirrend, ey. Quando ancora si traha, para ganhar placa, você se não mestra stop, a investigação, não te traha mais, não te ganha salário. Não te traha mais, não te ganha salário. Então, eu três hen. War das gerade ein Creeper aus Minecraft? Komm, das war ein Creeper, oder? Ich wusste, die Dinger sind echt. Ei, trocar com o ar que dentro da cara construída, uma vez a unidade com carpinha, tu me toca com coisa sobre. Primeiro para não, na água não sossegar, paramento na água não sossegar e na trabalhar. Als der Vater von Marie-Louise die Umgebung filmt, kann man für einen kurzen Moment etwas hinter einem Felsen sehen, Guck doch mal, hat einen viereckigen Kopf, wird dann schmaler und geht gerade runter. Das ist ein Creeper. 1:1 ist das ein Creeper. das sich aber sofort zurückzieht, als der Bereich erleuchtet wird. Man kann nicht genau erkennen, um was es sich dabei handelt, aber es macht fast den Anschein, als hätte das Wesen eine grünliche Hautfarbe. Ja, rede weiter. Und wie gesagt, hat keiner der Crew etwas bemerkt. Und da nicht eindeutig zu sehen ist, was da eingefangen wurde, gibt es natürlich unzählige Theorien. Viele Leute in den Kommentaren gehen aber davon aus, dass es sich um einen sogenannten Tommyknocker handelt. Was ist das? Der Tommyknocker stammt aus der britischen Folklore und Ah. dabei soll es sich um ein unterirdisch lebendes, gnomartiges Wesen handeln. Auch werden Tommyknocker oft mit einer grünen Hautfarbe beschrieben. Doch da man in den Aufnahmen nur für den Bruchteil einer Sekunde etwas erkennen kann, bleibt selbst der Tommyknocker nur eine Theorie. Fakt ist Ich habe von diesem Monster noch nie was gehört. Was ist ein Tommyknocker? What? Noch nie. Also ich kenne ja schon einige Viecher, aber Tommyknocker sagt mir ja gar nichts. Aber das war auch kein Tommyknocker, das war ein Creeper. Das war zu 100% ein Creeper. Ich als Minecraft-Experte weiß diese Anatomie und diese Zusammensetzung dieses Monsters, dass das ein Creeper ist. Das ist ein Creeper. aber, dass sich an diesem Tag noch etwas anderes außer der Filmcrew in dieser Höhle befand. Und dieser Gedanke für sich allein ist schon gruselig genug. Aber er ist schlau, er geht direkt zurück. Er wartet, bis sie sich umgedreht Ihr haben habt und dann gruselige explodiert er. Videos? Dann lasst es mich wissen. Schickt mir eure gruseligsten Clips an nighttail@gmx.de. Und wenn euch dieses Video gefällt, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Vielen Dank. Also ich bin ja langsam am gucken, ob ich so ein paar Lost Places erkunden kann. Ja, jetzt habe ich auch eine schönere Kamera. Vielleicht, weiß ich nicht, ob das funktioniert, werden wir da sogar live draus streamen. Und wenn etwas Gruseliges passiert, Nighttail, du kriegst mein Video. Als allererstes. Eine Userin auf TikTok namens Elizabeth Maynard postete ein kurzes, aber sehr verstörendes Video auf die Plattform. Der Clip zeigt eine 10-sekündige Traycam-Aufnahme, auf der allem Anschein nach 2 Skinwalker mitten in der Wildnis eingefangen wurden. Ich habe mich gerade schon gefreut. Ich wollte es eben schon sagen. Ich bin froh, dass bis jetzt noch kein Skinwalker kam und wäre auch froh, wenn jetzt keiner kommt. Instant 2 Skinwalker. Okay, bitte, zeige mir diese Skinwalker. What the fuck ist das? In der Aufnahme kann man 2 dünne Kreaturen sehen, deren Gliedmaße wieder extrem lang im Verhältnis zum restlichen Körper sind. Zuerst scheinen sich die beiden Skinwalker auf allen Vieren fortzubewegen. Einer von ihnen scheint dabei etwas im Maul zu haben, das im ersten Moment an ein Kind erinnert. Ja, okay, Daraufhin Moment, was? scheinen die beiden Wesen die Traycam bemerkt zu haben, denn nach einem Cut blicken sie genau in die Kamera und laufen diesmal auf 2 Beinen an ihr vorbei. Einer von ihnen scheint dabei etwas im Arm zu halten, das wieder an ein Kind erinnert. Zu diesem Video gibt es keine zusätzlichen Informationen, weshalb an der Echtheit sicher gezweifelt werden kann. Dennoch scheinen gerade Trailcams immer wieder dieselbe Art Kreatur einzufangen.
Große und dünne, humanoide Was? Wesen mit langen Gliedmaßen und leuchtenden Augen. Wie gesagt, lässt sich über die Echtheit streiten. Und jeder darf wieder natürlich selber für sich entscheiden, was er glaubt und was er für Fake hält. Genau. Was ist denn das für ein Goofy Walk? Jetzt mal. Oh nein, Bertha, er hat uns gesehen. Schnell weg hier. Ach du Scheiße. Guck sie dir an. Oh nein, er hat uns erwischt. Wir müssen hier schnell weg. Das sind keine Skinwalker, ey. Das sind einfach Vollidioten. Okay, das war bis jetzt das geilste Skinwalker-Video, muss ich zugeben. Das nächste Video zeigt keine Kreatur selbst, sondern einen Menschen, der angeblich von einer besessen ist. Das Was? Mädchen, das wir in nachfolgenden Clips sehen werden, soll nämlich von einem Dämon besessen sein. Und mittlerweile soll die Lage schon so schlimm sein, dass kein Priester aus der Umgebung mehr helfen will. Als man dann Ja, aber das ist ja keine Kreatur. Ja, also Dämon würde ich jetzt nicht als Kreatur zählen. Oder doch? doch einen Priester findet, der sich dazu bereit erklärt, einen Exorzismus durchzuführen, entstehen folgende verstörende Aufnahmen. Der nachfolgende Clip kann sehr verstörend auf manche Menschen wirken. La posesión de una niña. Padre nuestro que estás en el cielo. Hombre. Venga tu Padre nuestro. Weiche! Weiche, Dämon! Weiche! Okay, okay, ist gut. Also, es ist wirklich unangenehm. El que habita la brisa. Oh, das ist so unangenehm gerade. Okay, wir sind uns einig, wir wurden jetzt gerade alle verflucht. Ja, also wenn jetzt irgendwas bei euch im Haus passiert, sorry, bei mir passiert's dann auch. Das Mädchen sieht wirklich schrecklich aus. Ja. Die Zahnseide wäre eine ganz gute Idee. Augen sind blass und die Zähne erinnern tatsächlich an das Gebiss eines Dämons. Immer wieder ruft das Mädchen Kalate, was Halt den Mund bedeutet, als der Priester Verse für seinen Exorzismus spricht. Doch anscheinend soll dieser Prozess für das Mädchen schon zu spät gekommen sein. Auf den Scheiterhaufen mit Berichte dir. von Dämonen, die von Menschen Besitz ergreifen, reichen mehrere tausend Jahre zurück und es gibt sie in allen Regionen und in allen Religionen auf der Welt. Einige Berichte sind vielen bekannt und stammen aus der Neuzeit, wie die Geschichte von Anneliese Michel. Oh ja, oh ja. Was sagt ihr zu diesen Aufnahmen? Glaubt ihr, dass das Mädchen hier besessen war oder ist das doch alles noch Fake? Und ist eurer Meinung nach an Dämonen etwas Wahres dran oder sind sie doch nur ein Hirngespinst, die nach Hollywood gehören? Boah, ey, über Dämonen kann man sich ja streiten, ne? Die stehen ja in der Bibel drin, die stehen ja auch, glaube ich, in jeder anderen Religion steht das ja auch alles drin. Ich glaube aber, die werden anders ja dann betitelt, wie zum Beispiel Djinns oder Onis oder was weiß ich noch alles. Ja, irgendwas muss ja Wahres dran sein, ne? Also wenn das schon so viele Jahre zurückliegt, ich habe keine Ahnung. Aber wir sind uns alle einig, dass dieses Kind auch einen Zahnarzt braucht. Es braucht einen Exorzismus und einen Zahnarzt, auf jeden Fall. Aber scheiße, das war ein verstörender Clip, aber wirklich. Das war der verstörendste Clip für dieses Jahr bis jetzt. Aufnahmen von Bigfoot und Sasquatch findet man im Internet immer wieder. Ja, Klassiker. Manche reichen sogar bis in die frühen 1990er Jahre zurück. Eine dieser Aufnahmen schauen wir uns jetzt an. Hochgeladen wurde das Video auf Reddit von dem User NoAdagio6743. Als ein Fischer auf einem See in Ontario unterwegs ist, filmt er auf einer kleinen Insel etwas, das man für authentische Aufnahmen von Bigfoot hält. Was kommt jetzt angeschwommen? Oh mein Gott. Das ist ein typisches Bigfoot-Video. Immer irgendwo aus einem Gebüsch in den nächsten Baum reinlaufen. Das ist
Einfach Bigfoot. Weil, also jedes Video ist dasselbe. Komisch. Also, ja, also bei Bigfoot bin ich ja hart skeptisch. Ich weiß nicht. Jede andere Kreatur von mir aus, außer Skinwalker, hör auf. Aber bei Bigfoot hört's genauso auf. Ich weiß nicht, ich finde, der ist übel ausgelutscht. Ja, okay, das war's, oder was? Aber die haben den auf jeden Fall gesehen, sonst würden die ja nicht dahin fahren. Als das Boot langsam an der Insel vorbeifährt, sieht man ein großes, affenähnliches Wesen darauf. Das Wesen scheint ein braunes Fell zu haben und wenn man dem Uploader Glauben schenken mag, soll es ungefähr 2,5 Meter groß gewesen sein. Und schaut man sich die Aufnahmen genauer an, scheint es wirklich sehr groß zu sein. Auch die Farbe seines Fells scheint perfekt zur Umgebung zu passen. Würde es sich hier auf den Boden liegen, würden wir wahrscheinlich nicht mal bemerken, dass es da ist. Viele der Reddit-User glauben, dass die Aufnahmen authentisch sind und sind sich sicher, hier Bigfoot gesehen zu haben. Ja, aber jeder zweite faked auch Bigfoot-Videos. Also, wie gesagt, das Thema ist ultra ausgelutscht in meinen Augen, ja, und es gibt viel zu viele Fake-Videos, wenn überhaupt irgendein Video davon echt ist. Und selbst wenn diese Kreatur mal gelebt hat, die ist nicht mehr am Leben. Ja, die existiert, glaube ich, nicht mehr. Weil das wohl so ein einzigartiges Wesen ist, beziehungsweise wäre. Oder keine Ahnung. Ich persönlich finde, Bigfoot ist Schwachsinn. Oder doch nicht? Mich aber ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass ein Wesen wie Bigfoot, das anscheinend schon immer verborgen und geheim unter uns Menschen lebt, mitten am Tag an so eine Lichtung kommt, genau dann, wenn gerade ein Boot unterwegs ist. Was meint ihr zu diesem Video? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder hat sich hier nur wieder jemand in ein Affenkostüm geschmissen? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das letzte Video stammt vom russischen YouTube-Kanal Thread. Und eigentlich hat dieser Kanal nichts mit Kreaturen oder etwas Paranormalen zu tun. Denn in den Videos auf diesem Kanal dreht es sich eigentlich um einen Hund namens Thread, dem sein Herrchen Parkour beigebracht hat. Wie Doch cool. ein Video zeigt etwas komplett anderes. Der Titel des Videos lautet Schockierend, schreckliche Kreatur. Was? Der Besitzer von Thread befindet sich hier in einem Waldgebiet. Er beschreibt, dass er sich unwohl fühlt. Und als er dann immer wieder ein Zischen aus seinem alten Brunnenschacht hört, filmt er etwas, das einem die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Ох, завел сегодня коп в жуткое место. Такие руины. И вот, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло. Вот как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик. Okay, was geht denn Als jetzt der ab? Mann die Kamera in den Brunnenschacht hält, sieht man, was für die Zischgeräusche verantwortlich zu sein scheint. Denn auf dem Kamerabild taucht ein seltsam aussehendes Gesicht mit blau leuchtenden Augen auf. Was ist das? Und das war auch eines der letzten Videos, das auf diesen Kanal hochgeladen wurde. Er wurde Ein erwischt. Update werden wir wohl nie bekommen. Wurde hier eventuell tatsächlich eine Kreatur gefilmt, die sich in diesem Brunnenschacht befand? Oder war das alles doch nur ein ganz normaler Tag in Russland? Ja, typischer Montag. Man kennt's. Okay, ich habe aber eine Erklärung dafür. Und zwar, jemand hat diesen Brunnen mal gesehen, hat gedacht, okay, der ist scheiße creepy. Hat dann eine Maske genommen, hat dann so blaue Leuchtsteine da reingeklippt, hat die runtergeschmissen. Die ist glücklicherweise so geflogen, dass man perfekt dieses Gesicht sieht. Und wenn man da reinguckt, diese blauen Augen einen anfunkeln. Und dieses Zischgeräusch, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, könnte eine Schlange sein, die irgendwo da in der Nähe ist. Kann ja sein. Kann ja sein. So, das war's dann auch wieder mit dem Video. Nighttale,
Wieder ein super geiles Video, das hat mich sehr unterhalten, fand ich richtig gut. Wenn euch das Video gefallen hat, sucht Nighttail, lasst ein Like und ein Abo bei ihm da. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo bei mir da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten guckt euch die Ex holen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!